Ihr wisst, ich liebe die Burton Step-on-Bindung, aber bei der neuesten Generation, da hat Burton wirklich den totalen Bockmist gebaut. Und es liegt nicht an den neuen Features oder nicht an der Qualität der Bindungen, weil die sind echt super, sondern an deren Informationspolitik. Man bekommt kaum Informationen, das ist alles wischiwaschi, die Händler bekommen keine Tester. Wenn ihr zu den Händlern geht, die wissen nicht, was der Unterschied zwischen einer Genesis und einer X ist. Die können euch nur das runterbeten, was auf der Webseite steht, und wir schauen uns das gleich mal an, und das ist nichts. Und das führt dazu, dass das Risiko sehr, sehr hoch ist, dass ihr die falsche Bindung kauft, die nicht zu eurem Fahrstil passt, und ihr diese dann in die Tonne treten könnt. Das ist mir jedenfalls letzte Saison passiert. Ich war stinksauer, und ich erzähle euch die ganze Geschichte, und damit euch das nicht passiert, mache ich heute dieses Video und gehe genau ins Detail, für wen und für welchen Fahrstil die auf alle folgenden Bindungen sind. Doch bevor wir ins Detail gehen, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos habe ich jetzt so 3700 Abonnenten. Und wenn euch das gefällt, was ich hier tue, dann bitte hinterlasst doch ein Abonnent, damit ich den Kanal wachsen lassen kann. Weil je größer der Kanal wird, umso mehr Optionen habe ich, um euch immer tollere und schönere Sachen zu zeigen und Erfahrungsberichte mitzuteilen. Also, kommen wir zu den Burton-Bindungen, und was ist denn genau letzte Saison passiert. Das ist diese alte Step-on, die erste Generation Step-on-Bindung, und letzte Saison kam sie raus mit einem Update für die normale Step-on-Bindung sowie zwei neuen, und zwar die Genesis oder Escapade von Frauen und die X. Und das große Problem ist, dass es auf der Webseite kaum Informationen dazu gibt, was denn der Unterschied ist zwischen der Genesis und der X. Was der Unterschied zwischen den beiden ist, der alten Step-on und der neuen, ist recht klar. Aber halt nicht, was die neuen tun. Es gibt auch kaum YouTubes, die genau erklären, was es ist. Das Einzige, was ist, die ist weicher und komfortabler, und die ist härter. Was auch immer das heißt. Und das große Problem ist aber, dass es auch keine Tester dazu gibt. Ich zum Beispiel war tief und fest davon überzeugt, dass ich die Genesis behalten werde, dass das meine Bindung ist. Ist sie aber nicht. Ich kann mit der nicht fahren, und ich werde euch zeigen auch warum. Mein Händler, der Jörn, den kennt ihr ja, der hat 3 Monate lang versucht, von Burton, der hat alle 2 Wochen bei dem Vertreter angerufen und hat versucht, mir Tester zu organisieren, damit ich das testen kann und ihm auch sagen kann, was ist denn da der Unterschied? Weil er soll ja die Sachen auch verkaufen. Und hat nichts bekommen. Nichts. Es hieß immer, ja, kommt, ist nie was gekommen. Am Ende haben die ihm dann eine Genesis-Version geschickt, aber er musste den vollen Preis dafür zahlen. Und die X, die hat er gar nicht bekommen. Die X musste ich dann direkt bei Burton bestellen. Bei Burton zu bestellen war kein Problem. Alles Lager. Der Händler hat sie nicht bekommen. Das ist grausam. Das kann man ja nicht machen. Also, gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt von den unterschiedlichen Bindungen, und ich erkläre euch, was denn der Unterschied ist, für welchen Fahrstil welche geeignet ist, und ja, das machen wir jetzt. Also, fangen wir an mit der normalen Step-on. Der Unterschied zwischen der Step-on und der ersten Generation und der Step-on der zweiten Generation ist eigentlich nur dieser Latch hier. Der führt dazu, dass ihr dieses Klappern nicht mehr habt, wie ihr früher habt. Also wenn ihr mit der ersten Generation fahrt, jetzt habe ich den Schuh leider nicht da, das ist natürlich jetzt doof, aber hier wird er ja festgehalten und der klappert dann immer so dazwischen drin. Das ist der erste Unterschied, und der zweite Unterschied, es gibt halt in verschiedenen Farben, also hier zum Beispiel in Pink für Frauen. Das ist alles. Wenn ihr also eine Step-on der ersten Generation habt und überlegt, auf die zweite Generation abzugraden, braucht ihr es nicht. Ich glaube, das Coolste eigentlich sind die Farben. Also die Farben, die gibt es in Pink, in Weiß, Blau, sind echt ganz cool eigentlich, ja. Das ist der große Unterschied. Bei den Step-on Genesis und bei den Step-on X, da ist schon ein gravierender Unterschied zu den normalen Step-ons. Und das ist eigentlich auch super, super cool. Aber ich hatte ja schon gesagt, die Informationspolitik ist komplett daneben. Und ich sage euch auch warum. Wenn ihr auf die Webseite geht und euch die Information zu der Genesis holt, ja, dann ist der einzige Unterschied, den ihr bekommt zu der Step-on, ist folgender Satz. Reaktionsstarke Dämpfung.
Die Kickback-Hammock-Dämpfung verbessert die Performance bei gleichbleibendem Komfort. Das ist alles, was ihr dazu bekommt. Ansonsten habt ihr unkompliziertes Einsteigen, ja, das habt ihr hier auch. Dämpfender Komfort mit dem Fußbett ist das gleiche. Absolute Kompatibilität ist das gleiche. Was heißt das? Und dann gibt es hier diesen Slider, der sagt dann, er ist in der goldenen Mitte. Ich meine, nichts Aussagendes, Marketinggeschwätz. Es ginge nicht besser. Ja? Von der Produktinformation hört man einfach, es ist schlicht, einfach, reaktionsschnell. Und da steht halt einfach, mit der Burton Step-on Genesis Reflex Snowboardbindung für Herren erhältst du die perfekte Dämpfung für ein reaktionsfreudiges Fahrgefühl. Bla 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 bla. So, und was soll das jetzt heißen? Nichts. Aber dem ist nicht so. Also was der große Unterschied ist, ist halt, gut, ihr habt diesen Handbag. Der ist echt cool. Der macht, ihr habt ein viel softeres und angenehmeres Fahrgefühl. Ja, euer Boot ist die ganze Zeit umschlossen und ihr merkt es wirklich. Und, was ganz wichtig ist, das hier, der Rücken hier ist weicher als bei der normalen Step-on. Also da können wir so einen Test machen, also man sich ja so festhalten und man drückt das, man dreht das hier. Ja. Und wenn ich das hier festhalte, dann merkst du richtig den Unterschied. Das ist richtig weich. Beim Fahren merkt ihr das immens, weil wenn ihr jetzt in die Kurven geht, dann sind die Kurven, ihr fahrt softer, smoother in die Kurve rein, vor allem in die Heelside-Kurve. Die ist nicht so abrupt wie bei der normalen Step-on, ist sie ein bisschen abrupt, das ist richtig schön soft. Und ihr habt auch ein wirklich schönes, feines Fahrgefühl. Das große Problem bei der, und das hätte ich nicht erwartet, ist, der Vorteil ist auch der große Nachteil. Weil, als ich die getestet habe, wo ich ganz normal gemütlich gefahren bin, habe ich gedacht, oh, die ist echt cool. Das ist echt eine schöne Bindung. Aber als ich dann meine Carves gefahren bin, bam, in dem Schnee gelegen. Vor allem immer bei der Heelside. Jedes Mal. Ich mache einen Heelside-Kurve, bam, in den Schnee. Ich mache einen Heelside-Curve, Heelside-Turn, bam, in den Schnee. Mich hat es ständig gelassen. Und ich habe keine Ahnung warum. Bis ich mir die Videos angeschaut habe. Und was ihr hier in dem Video sehen könnt, ist, dass der Hammock hier, der gibt nach. Und der gibt so sehr nach, dass es mich dann hinhaut. Und das könnt ihr hier richtig schön sehen. Das sagt einem keiner. Und da hast du eine wunderschöne Bindung, die echt schön zu fahren ist, aber für mich total nutzlos. Das heißt, wenn ihr Anfänger seid, oder jemand seid, ihr wisst, ihr macht jetzt keine großen, zu starken Carves, ihr fahrt eigentlich nur gemütlich, ihr wollt ein bisschen Snowboard fahren, die Hänge runter, die Pisten runter, dann ist die super. Ja? Aber sobald ihr ein bisschen aggressiver fahrt, ja, wie diese Carves macht, wenn ihr richtig schön runtergehen möchtet, einen richtig starken Heelside-Turn machen möchtet, dann haut's euch hin. Ja, ist leider so. Und dann zu X. Und die X ist, vielleicht sieht man es auch, das ist die ich jetzt nutze. Die X, und da, lass uns mal auf die Webseite gehen. Der einzige Satz, also der Unterschied zwischen der Step-on und der X ist: besonders reaktionsschnell dank der 50-50 Carbon-Nylons-Verbundmischung und der steiferen Flex-Sticks als bei unseren anderen Bindungen bietet dieses Modell ein direktes Reaktionsverhalten und weniger Spiel. Und in dem Slider ist sie halt jetzt zwischen der goldenen Mitte und steif und aggressiv. Lustigerweise fast gleich wie die normale Bindung, ja? Aber es heißt, sie ist ja unterschiedlich. Und alles, was hier steht, ist die Burton Step-on X Snowboard-Bindung für Herren kombiniert den Komfort der Step-on-Einstieg mit der professionellen Kontrolle unseres Highbacks und unserer Baseplate ist aus Carbonmischung. Diese Kombination ergibt ein besonders reaktionsschnelles Fahrgefühl für viel Selbstvertrauen am gesamten Berg. Ja.
Auch hier wieder viel Marketinggeschwätz ohne besonders nützliche Informationen. Was stimmt? Ich meine, Sie haben ja gesagt, Reaktion schnelles Fahrgefühl. Das stimmt. Vor allem, wenn ihr einen Heel-Side-Curve macht. Die hier ist massiv hart. Da biegt sich gar nichts mehr. Ja? Und das merkst du halt. Das merkt man, indem, wenn man Heel-Side-Curve macht, der sofort reagiert. Und der reagiert sofort. Wenn ihr in die Knie geht und in den Heel-Side-Curve geht, dass er halt einfach schneller reagiert. Das heißt, bei dem hier, da müsst ihr mehr gehen, damit er die Kurve fährt und dadurch fühlt sich softer an, weil sie mehr verzeiht. Hier verzeiht es halt weniger. Wenn ihr ein bisschen reingeht, dann zieht es euch gleich rum. Was, wenn ihr auch so carved wie ich, also diese Carves nach Ryan Neptune macht und da auf der Piste unterwegs sind, eigentlich richtig, richtig cool ist. Es ist aber auch ein bisschen scary, muss ich auch manchmal sagen, weil manchmal reizt mich so sehr dass es, also mehr Vertrauen habe ich nicht, eher das Gegenteil. Aber ich kann die Carves wirklich besser fahren und schnittiger fahren und ich kann besser in die Knie gehen und auch, ich komme jetzt auch mit bei den Heel-Side-Carves auf den Boden. Was echt ganz cool ist. Man merkt auch an der Baseplate die Steifigkeit. Ich merke die Steifigkeit nämlich auch bei den Toe-Side-Curves. Und ich liebe die. Die sind echt cool. Machen die richtig Spaß. Aber wenn ihr jetzt komplette Anfänger seid, dann würde ich definitiv nicht die X nehmen, weil die einfach zu sehr reagieren. Wenn ihr da in die Knie geht, ihr braucht mehr Gefühl für euer Board. Da verzeihen die halt einfach viel, viel mehr. Also, lasst mich nochmal zusammenfassen. Wenn ihr totaler Anfänger seid, dann kann ich euch die Burton Strap-on-Bindung nur empfehlen. Und zwar die normale. Und es hat einfach einen ganz einfachen Grund. Also Burton Strap-on-Bindung, beste Bindung für Anfänger, bin ich 100% überzeugt. Komme was wolle. Aber ihr wisst halt nicht, was ihr so in 3-4 Jahren mal machen wollt. Wollt ihr aggressiver fahren? Wollt ihr Tricks machen? Wollt ihr Extreme carven? Oder wollt ihr einfach nur gemütlich fahren? Und dafür ist die Bindung einfach die beste, weil damit könnt ihr alles machen ohne Probleme. Wenn ihr sagt, ihr seid eigentlich nur auf dem Board und ihr seid gelegentlich erfahren und ihr möchtet so gemütlich fahren, wie es geht und schön Komfort und vielleicht auch ein bisschen länger fahren, dann die Genesis oder die Escapade für Frauen. Das ist der einzige Grund. Also sobald ihr aber sagt, ihr möchtet Tricks fahren oder ihr möchtet ein bisschen aggressiver fahren, Extreme carven wie Ryan Neptune, dann lasst die Finger von der Genesis. Wenn ihr das letzte bisschen aus der Step-on rausholen wollt und richtig aggressiv fahren wollt, dann kann ich euch die X empfehlen. Aber nicht als Anfänger. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wo man bei dem Equipment allgemein eigentlich sparen kann, dann empfehle ich euch dieses Video. Ansonsten tut mir doch einen Gefallen, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Abo, damit ich den Kanal wachsen lassen kann und eben halt mehr solche Videos machen kann. Ja, weil was hier Burton abgeliefert hat, ist eigentlich eine Frechheit. Aber gut, so ist es halt. Wir sehen uns im nächsten Video.